Sie sind auf der Suche nach Literatur für Ihre Haus- oder Abschlussarbeit und benötigen hierfür insbesondere Aufsätze? In diesem E-Tutorial erfahren Sie, wie Sie Aufsätze und Artikel im Online-Katalog und in den Datenbanken der Universitätsbibliothek der LMU München finden. Die systematische Recherche in Bibliothekskatalogen und Datenbanken ist der Königsweg für die Suche nach wissenschaftlicher Literatur. Im Online-Katalog der UB der LMU München sind die Bücher- und Zeitschriftentitel zu finden, die die UB gedruckt im Bestand oder elektronisch lizenziert hat. Einzelne Aufsätze und Artikel, die in den Zeitschriften und Sammelbänden enthalten sind, werden dagegen in der Regel nicht direkt nachgewiesen. Diese sogenannten unselbstständigen Publikationen sind in bibliografischen Datenbanken verzeichnet, auch Literatur- oder Aufsatzdatenbanken genannt. Die Inhalte von Datenbanken sind standortunabhängig. Das heißt aber auch, wenn die Aufsätze nicht direkt in der Datenbank als Volltext verfügbar sind, müssen Sie im lokalen Bibliothekskatalog nach den Titeln der Zeitschriften oder Sammelwerke suchen, in denen die Aufsätze enthalten sind. Für den ersten Sucheinstieg gibt es aber eine Möglichkeit, in unserem Online-Katalog direkt nach elektronischen Aufsätzen zu suchen. Über den Reiter Artikel und mehr werden Ihnen nämlich zusätzlich zur Suche im Katalog der UB Aufsätze und Buchkapitel angeboten, die meistens elektronisch über die UB zugänglich sind. Der blaue Button führt Sie zum Volltext. Um darauf zugreifen zu können, müssen Sie sich zuerst über den eMedien-Login mit Ihrer LMU-Benutzerkennung als Mitglied der LMU authentifizieren, da die lizenzpflichtigen elektronischen Medien der Universitätsbibliothek ausschließlich für die Studierenden und Beschäftigten der LMU zur Verfügung gestellt werden. Sie landen zunächst auf der Service-Seite des SFX Link Service. SFX ist ein Dienst, der Sie vom bibliografischen Zitat zu den entsprechenden elektronischen und gedruckten Volltexten leitet. In der Regel werden Sie dabei zum Volltext direkt auf der Seite des Anbieters geführt. Sollte das nicht der Fall sein, wählen Sie am besten Zugang zum Titel im Bibliotheksverbund Bayern aus. Mit wenigen Zwischenschritten gelangen Sie bei vorhandener Lizenz zum Volltext in unseren Online-Katalog. Sollte der elektronische Zugang nicht funktionieren, können Sie hier außerdem die gedruckte Version ermitteln. Da die UB das Buch nicht besitzt, führt der Linkservice bei diesem Artikel in den Katalog der Bayerischen Staatsbibliothek. Dort sind Sie mit Ihrer LMU-Card ebenfalls ausleihberechtigt. Artikel und mehr enthält Ergebnisse aus einer Vielzahl unterschiedlicher Datenquellen, nicht aber aus allen Datenbanken, die an der UB lizenziert sind. Daher eignet sich diese Suche zwar für den Einstieg. Für eine umfassende wissenschaftliche Recherche zu einem Thema verwenden Sie am besten unsere elektronischen Datenbanken, zu finden im Datenbank-Infosystem, kurz DBIS. Ein einfacher Weg, um ins DBIS zu gelangen, ist über den eMedien-Login. Nachdem Sie sich eingeloggt haben, klicken Sie auf Datenbanken. DBIS ist eine Sammlung aller an der UB verfügbaren Allgemein- und Fachdatenbanken unterschiedlichster Art. Die Datenbanken sind in dieser Ansicht nach Fächern geordnet. Ganz oben werden Ihnen für jedes Fachgebiet die von der Universitätsbibliothek empfohlenen Top-Datenbanken angezeigt. Das kann als Schnellzugriff sehr hilfreich sein oder wenn Sie sich einen Überblick über die wichtigsten Datenbanken Ihres Fachs verschaffen wollen. DBIS verzeichnet freie Web-Datenbanken und von der UB für Sie lizenzierte Datenbanken. Die Ampel-Icons zeigen, um welche Zugangsart es sich handelt. Grün für frei im Web, gelb für lizenzierte Datenbanken. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, gezielt nach einer Ihnen bekannten Datenbank zu suchen. Wir sehen uns nun die Aufsatz- und Volltext-Datenbank Academic Search Complete genauer an. Academic Search Complete ist eine multidisziplinäre Volltextdatenbank, in der eine Vielzahl von wissenschaftlichen Zeitschriften ausgewertet wird. Für jede Datenbank sind in DBIS in einer Art Steckbrief die wichtigsten Informationen vermerkt, wie etwa die inhaltlich abgedeckten Fachgebiete oder Schlagwörter.
Außerdem werden Hinweise und Hilfestellungen zur Nutzung bereitgestellt, zum Beispiel wenn es besondere Anmeldemodalitäten gibt oder wie hier Anleitungen in Deutsch und Englisch. Hier gelangen wir in die Datenbank. Auch wenn die Suchoberfläche der verschiedenen Datenbanken jeweils im Aussehen variiert, ähneln sie sich doch in ihrer Funktionalität. Voreingestellt ist meistens die erweiterte Suche, mit der Sie eine Fülle von Suchmöglichkeiten haben. Zunächst geben Sie ein Suchwort ein. Es ist empfehlenswert, die Suche auf bestimmte Kategorien wie etwa Autor, Titel oder Schlagwörter einzugrenzen, statt in allen Datenfeldern zu suchen. Darüber hinaus gibt es auch einige sehr spezielle Kategorien. Für eine thematische Suche empfiehlt sich die Suche nach Schlagwörtern. Da in Academic Search Complete hauptsächlich englischsprachige Zeitschriften ausgewertet werden, sollten Sie vorzugsweise englischsprachige Suchbegriffe wählen. Um mehrere Suchwörter miteinander zu kombinieren, können Sie boolsche Logik anwenden. Die übliche Verknüpfung ist AND. Damit suchen Sie die Schnittmenge aller Ergebnisse, die die gesuchten Begriffe beinhalten. Mit dem boolschen Operator OR erhalten Sie Ergebnisse, die mindestens einen der gesuchten Begriffe beinhalten. Mit dem Operator NOT können Sie einzelne Begriffe gezielt ausschließen. Sie haben von Anfang an diverse Möglichkeiten, Ihre Suche weiter einzugrenzen, beispielsweise nach dem Erscheinungszeitraum, falls Sie besonderen Wert auf die Aktualität der Ergebnisse legen. Standardmäßig ist ein Filter für Volltexte eingestellt, das heißt, Sie erhalten nur Literatur, für die ein elektronischer Volltext verfügbar ist. Entfernen Sie den Haken bei Volltext, erhalten Sie zusätzlich Hinweise auf Literatur, die Sie sich aus externen Quellen bzw. in gedruckter Form besorgen können. Nutzen Sie diese Möglichkeit, denn unter Umständen steht nicht alle für Ihre Anfrage relevante Literatur direkt in der Datenbank als Volltext zur Verfügung. Nach dem Absetzen der Suche werden alle zu Ihrer Suche passenden Datensätze in einer Trefferliste ausgegeben. Sie können die Anzeige und Sortierung der Trefferliste ändern. Sie haben nachträglich diverse Möglichkeiten, Ihr Ergebnis weiter einzuschränken und zu verfeinern. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Alle Filter. Im eingeblendeten Bereich auf der rechten Seite können Sie nun beliebige Filter hinzufügen oder wieder entfernen. Academic Search Complete und viele andere Datenbanken enthalten außerdem einen Thesaurus mit normierten Begriffen. Darin findet man das normierte Schlagwortvokabular, das in der Datenbank verwendet wird. Das Einschränken auf diese Schlagwörter führt unter Umständen zu noch präziseren Treffern. Da es sich bei Academic Search Complete um eine Volltextdatenbank handelt, können Aufsätze in den meisten Fällen sofort online abgerufen und oftmals auch heruntergeladen werden. Sollten Sie Hinweise auf Literatur finden, die nicht im Volltext vorliegt, leitet Sie auch hier der SFX-Link-Service zum Aufsatz weiter, etwa in gedruckten oder elektronischen Quellen innerhalb Ihrer Bibliothek. Schauen wir uns einen Treffer genauer an. Hier sehen Sie zusätzliche Informationen zu einem Artikel, wie etwa ein Abstract oder weitere Schlagwörter. In der Detailansicht wie auch in der Trefferliste haben Sie verschiedene Möglichkeiten, den Einzeltreffer weiter zu verarbeiten oder etwa die Zitierunterstützung auszuwählen. Damit können Sie die Literaturangabe in eine Auswahl von Zitationsstilen kopieren und in die Bibliografie Ihres eigenen Dokuments einfügen oder in ein Literaturverwaltungsprogramm exportieren. Abschließend möchten wir noch einmal daran erinnern: Sollte ein Aufsatz oder Artikel nicht im Volltext in der Datenbank zur Verfügung stehen, suchen Sie anschließend im lokalen Bibliothekskatalog nach Titel der Zeitschrift oder des Sammelwerks, worin der Aufsatz enthalten ist. Der SFX-Service kann Ihnen diese Arbeit zwar erleichtern, wird aber längst nicht von jeder Datenbank angeboten. Wenn Sie noch Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter. Auf der Website der UB der LMU München finden Sie außerdem weiterführende Informationen und Links zu weiteren hilfreichen Angeboten.